Guten Morgen, Petra. Guten Morgen, Bart. Normalerweise sind die Videotestimonials über FFS und was der Effekt gewesen ist, wie die Heilung war. Aber bei dir möchte ich ein ganz anderes Interview machen, nämlich ich habe 3 Fragen. Die erste Frage ist, wie war es für dich herauszufinden, du warst eine Transfrau? Wie ist die Transition verlaufen und was hat dies letztendlich für dich bedeutet? Viele Fragen auf einmal. Angefangen hat das als Kind. Das ist komischerweise, es gibt Dinge, die einem in meinem Kopf geblieben sind, und es gibt Dinge, die einem später auch wieder einfallen auf dem Weg der Transition. Angefangen hat das so mit 4, 5 Jahren, als ich im Sandkasten gespielt habe mit Mädchen, und da bin ich so, ja, und die wollten nicht mit mir so spielen. Da habe ich gesagt, warum nicht? Und irgendwie, das war alles so komisch. Und da habe ich mir wirklich als Kind Gedanken gemacht, warum. Aber das war so ein kurzer Gedanke, und den ich aber trotzdem nie vergessen hatte. Das Zweite war, meine Tante war Nonne in einem Muslimenkloster. Und die mussten wir immer sonntags besuchen, was mich immer genervt hatte. Und als sie uns einmal verabschiedet hat, da war ich so 5, 6 Jahre, und da hat sie gesagt, wenn wir dir jetzt so ein Schulkleidchen von einem Mädchen hier anziehen, dann weiß kein Mensch, dass du ein Junge bist. Und das hat sie in Gegenwart meiner Eltern gesagt, und das hat mich geärgert, aber irgendwie hat es mir auch innerlich gefallen. Das war so der Beginn, die ersten Erinnerungen daran, an den Beginn. Aber dieser Gedanke hat sich irgendwie festgesetzt, dass ich anders war. Und gemerkt hatte ich das dann erst so richtig mit zwischen 10 und 14, weil es da verschiedene Momente gab, wie Beispiel Karneval. Ich bin war Ministrant in der Kirche, und da war Karneval, und ich wollte nicht als Cowboy oder Polizist oder irgendetwas da gehen. Da sagt meine Mutter, zieh dich als Mädchen an. Und dann haben sie mir von meiner Schwester oder von der Schwester meines Freundes, ich weiß noch genau, wie die Sachen aussahen damals, ein Cargo-Rock, wie es in London in war, Stiefel und einen engen Pullover, und das war der schönste Karnevalabend meines Lebens. Aber ich wusste nicht dran, ich dachte immer, ich bin ein bisschen komisch und ein bisschen eigenartig und auch vielleicht krank, aber gewusst habe ich, was es ist, als ich von meinem Bruder, der ein Playboy-Magazin gelesen hatte, war auf den letzten Seiten, gab es dann immer über neue Filme, Kunst, Bücher, wurde da geschrieben. Und da habe ich Fotos gesehen, die mich sehr geschockt hat. Einmal waren Männer in Frauenkleidung, und ein Foto hat mich extrem geschockt, weil sich dort ein Mann sich mit einem elektrischen Brotmesser sein Ding abgeschnitten hatte, und das hat mich dermaßen geschockt, das habe ich mein ganzes Leben niemals vergessen. Aber ich habe jede Woche, jeden Tag darüber gedacht, bis der nächste Schock kam, als ich gemerkt habe, das bin ja ich, diese Fotos, die ich da gesehen habe. Und in dem Moment war mir dann bewusst, was ich bin. Das Wort Transgender oder sowas hat nicht existiert damals in den 60er Jahren. Das war ich geschockt, und das hat gesagt, es muss eine Krankheit sein, ich bin verrückt oder was auch immer. Und so habe ich eben jeden Tag auch dran gedacht, und dann bin ich auch in den für mich sehr wichtigen Jahr 1968 weil es war das Jahr der Revolution, und ich war auch mit auf der Straße gewesen, der 68er Bewegung, und hatte parallel dazu mir einen Psychiater ausgesucht, ich bin zum Hausarzt und zum Familienarzt gegangen, und der war geschockt, und der hat mir eine Adresse gegeben, und dort bin ich hin. Aber kannten die Ärzte das nicht. Das war damals Transvestiten, die man
Und da hatte ich 3, 4 Stunden gehabt, bis ich dann abgebrochen hatte, weil da wollte mich in eine geschlossene Klinik stecken, wo mir auch die Behandlung mit Elektroschocks behandelt wurden. Und da habe ich alles abgebrochen und habe gesagt, das geht nicht, ich muss ein ganz normales Leben leben, was ich auch dann gemacht habe, habe meine schulischen Sachen und dann meine beruflichen Sachen angefangen. Aber vergessen habe ich das keinen Tag und keine Nacht. Und dann bin ich eben in die männliche Rolle reingewachsen. Und mein Leben, ich habe im Beruf und habe mich sehr engagiert in allen Dingen, was mir auch großen Erfolg gebracht hat in meinem Leben, sei es beruflich und nur im privaten Bereich konnte ich auch die Rolle des klassischen Mannes vielleicht auch gar nicht erfüllen. Deswegen war ich längere Zeit verheiratet und dann hatte ich auch einige Freundinnen und dann war ich wieder längere Zeit zusammen. Gedacht habe ich aber jeden Tag daran. Ja, also konzentriert hatte ich mich in diesen Zeiten, so in den 70, 80er Jahren, definitiv auf meine Arbeit, Familie, Erleben und nicht auf die Transition. Bis ich aber immer das Gefühl immer wieder stärker wurde und hatte mich dann, das war in den 90er Jahren, hatte ich mich dann, es ging mit meinen Freundinnen oder Frauen, hat das alles nie lange gehalten und bis ich mich dann irgendwie nach der Trennung von meiner zweiten Frau und ich habe 2 Kinder, der eine ist jetzt 46, der andere 24. Aber als ich dann die Trennung war nach meiner zweiten Frau, war ich ja etwas depressiv aber trotzdem ziemlich klar in meinem Büro und habe mir dann überlegt, was kann ich mit meinem restlichen Leben anfangen als Mann oder als Frau oder wie sieht das weiter und habe dann wie ein Plus und wie ein Konto gemacht, soll und haben und da spielen natürlich finanzielle Dinge auch eine Rolle und habe mir viele, viele Dinge notiert und dann habe ich das nochmal durchgelesen, dann das eine durchgestrichen, bis auf dem Blatt nur noch 2 Dinge übrig blieben und dann habe ich das auch gestrichen, das Negative und habe mich für das Leben entschieden. Und in diesem Moment war das für mich, und das habe ich auch noch vor Augen, war das wie eine Explosion einer A-Bombe. Die Sonne ging auf, in dieser Sekunde hat sich mein Leben geändert. Das ist, was bis zum heutigen Tag angehalten hat. Und wann genau war das? Das war Ende der 90er Jahre. Ja, Ende der 90er Jahre. 30 Jahre. Also, etwas mehr als 20 Jahre, ein paar Ja, 20 Jahre, genau. Aber in diesem Moment habe ich dann alles, ich war auf jeden Fall sehr viel ruhiger, sehr viel gelassener und sehr viel glücklicher mit dieser Entscheidung, dass mich auch meine Mitarbeiter in der Firma oder auch meine Kunden gemerkt haben, dass ich mich verändert habe über Nacht. Und das hat sich angehalten und da habe ich in aller Ruhe dann eben alles vorbereitet, die Schritte zu tun. Da ich beruflich sehr engagiert war und sehr viel unterwegs war, auch im Ausland gelebt hatte und hatte ich gar nicht so viel Zeit hier, diese Dinge alles zu machen. Aber zwischendrin, jede Stunde, die frei war, hatte ich dafür genutzt, sei es mit Psychologen, sei es mit Elektrolyse, sei es dann als erstes kam die SAS und so langsam hat sich das ergeben und dann hatte ich auch Zeit gehabt, indem ich 2010 meine Firma verkauft hatte und dann hatte ich auch in Frankfurt im Rotlichtviertel gewohnt mit einem Kunden, das war nahe zum Bahnhof, so hatte ich mir die Adresse mal ausgesucht, weil ich dann jeden Morgen um 6 Uhr einen Zug genommen hatte, sei es in andere Städte oder andere Länder und habe da auch ganz viel gelernt und konnte aber auch auf mich mehr konzentrieren als auf Familie oder Geschäft. Ja, und dann hatte ich eben auch meine SAS als allererstes gemacht, was mich sehr glücklich gemacht hat. Und
Familie viel geholfen. Und Bei wem hast du das alles gemacht? in Essen bei Dr. Rossi. Mhm. Das ist ein Brasilien-Italo-Doktor, der aber 2011 wieder zurückgegangen ist nach Brasilien, nach Salvador de Bahia. Und das war die klassische Penil-Methode, was aber alles okay ist. Und ja, und dann hatte ich, langweilig war es mir nie. Ich hatte, wie gesagt, meiner Familie immer geholfen oder hatte viel nachgedacht oder viel gelesen und viel erlebt in diesem Rotlichtzentrum. Bis ich dann mich entschlossen hatte, nach Antwerpen zu gehen, weil ich immer, Antwerpen hatte ich in den 80er Jahren das erste Mal kennengelernt. Und da habe ich gesagt, das ist so eine tolle Stadt, da muss ich mal leben, wenn ich Zeit habe. Und zum gleichen Zeitpunkt hat mir in Deutschland jemand den Namen Dr. van der Veen erwähnt und das habe ich dann hier eben auch dann genutzt, hier eine Konstellation zu haben. Die Konstellation hatte ich in München und hatte aber dann bereits hier auch schon die Wohnung in Antwerpen und so hat eines das andere ergeben. Aber der entscheidende Moment in meinem Leben war das Ende 90er Jahre, als ich die Entscheidung getroffen hatte, diesen Weg zu gehen. Weil es hängt mit vielen Dingen zusammen, mit Familie, auch beruflich, Geld vor allen Dingen auch, finanzielle Dinge. Und ich bin das Risiko eingegangen und das hat sich absolut gelohnt. Seit diesem Zeitpunkt bin ich wirklich ein anderer Mensch. Ich weiß diese Sekunde, da weiß ich noch genau alles, was passiert ist. Ab dieser Sekunde bin ich anders geworden. Mhm. Ja. Und du wohnst jetzt hier im Gästehaus in der Topaz-Klinik? Seit 2016, ja. Ja. Und wie ist das, um hier die Residentin zu sein, also diese Patienten vorbeikommen zu sehen? Erstmal ist es super interessant, weil es kommen, ich weiß nicht wie viele es sind, aber es sind eine ganze Menge und das sind die unterschiedlichen Charaktere. Aber Wie viel meinst du, hast du mittlerweile gesehen hier? ich denke 1000. Ja. Ich denke 1000. Seit 2016. okay, 4 Jahren. Ja. Kann gut sein. Ja, ja. Ja, aber du wolltest Genau. erzählen, wie es ist. Natürlich ist es nicht so easy, auch ziemlich anstrengend. Es beginnt morgens um 6 Uhr, 6.30 Uhr mit dem Smoothie. Es kommen aus allen Ländern der Welt die Patienten, sprechen die unterschiedlichen Sprachen, sind unterschiedliche Charaktere. Die Altersgruppen sind unterschiedlich, wobei sich das Alter wirklich nach unten gegangen ist, sehr viel jünger geworden ist als 2016 zum Beispiel. Und es ist, ich werde von jedem Tag mit anderen Fragen bombardiert. Klar, in der Zwischenzeit sind es meistens die gleichen Fragen, trotzdem gibt es immer jeden Tag wieder Neuigkeiten, die ich auch noch nicht erlebt hatte. Und ich sehe die Patienten ja vor der Operation, sehe sie auch nachher und dann oft auch einige Monate später. Und manchen kommen auch wieder für eine zweite Operation oder auch für eine Body-Operation bei Dr. Donat. Und das ist unglaublich interessant. Da ist jeder Tag gibt es wieder neue Entwicklungen, neue Dinge und ich bin immer wieder überrascht zwischen Anfang und Ende. Das ist, manche sagen, das ist Magic. Es ist unglaublich toll, wenn ich meistens die Resultate sehe. Mhm. Ja. Das ist, und ich bin jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste, aber wir haben uns mal drüber unterhalten. Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? Na, Oder lieber nicht? Normalerweise sagt man das nicht, aber das ist mir egal. Ich bin 70 geworden jetzt. Und Siehst super aus. danke. Und ich fühle mich auch fit. Und ich glaube, dass mich das auch, das sagt man immer, dass man, wenn man was zu arbeiten hat, dass man dann fit bleibt. Aber in meinem Fall ist es wirklich so, weil über diese vielen unterschiedlichen Situationen muss man auch schon gedanklich sehr beweglich sein.
mit diesen unterschiedlichen Charakteren und Stärken und Schwächen, die man selber, wie auch alle Patienten haben, wie auch alle anderen Menschen haben. Aber alles zusammen macht das wirklich, wirklich, wirklich mir Spaß und gibt mir auch, gibt für mich selber auch einen Kick, wenn ich den Patienten helfen kann, wenn ich was bewirken kann. Das macht mich auch glücklich. Ja, das kann ich verstehen. Du hattest mir letztens erzählt, dass das war eigentlich ganz witzig. Plötzlich hattest du Probleme, dich zu erinnern, wie hieß ich nochmal? Ja, das ist wahr. Als Mann, Weil, ne? das ist vollkommen wahr, weil ich musste noch ein Telefonat machen mit einem Rechtsanwalt in Deutschland und das Büro kannte mich jetzt nur männlich und dort habe ich mich gemeldet mit meinem weiblichen Namen und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, der kennt mich jetzt nur als Mann, weil nein, mein Name ist, das hat ein paar Sekunden gedauert, bis mir das wieder eingefallen ist, weil ich einfach ich glaube auf jeden Fall in diese weibliche Rolle absolut zu 100% reingewachsen bin. Ich glaube auch, dass ich bin nicht so sehr viel anders als zu meiner männlichen Zeit. Ich habe meine Sachen genauso in dieser gleichen Art und Weise gemacht. Ich war immer sehr weich gewesen und ich glaube nicht, dass der Grund meines ist immer gleich, denke ich. Das ist du wirst nicht dadurch, dass einen anderen charakterlich ändert sich nicht. Du bist dann da bleiben viele Dinge. Es ändert sich bestimmt vieles an deiner Optik und so weiter und auch vielleicht auch ein bisschen an deiner Haltung, weil du vielleicht ein bisschen großzügiger wirst. Aber der Grund deiner Haltung, die ist, glaube ich, schon sehr ähnlich wie vorher. Ja. Ja. Na Petra, vielen Dank, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein kann. Was ich vergessen hatte, macht auch richtig Spaß hier mit der ganzen Staff hier und den ganzen Nurses und dem Team unten im Erdgeschoss zusammenzuarbeiten. Es fällt mir umso deutlicher auf, jetzt wenn niemand in der Klinik ist, die Klinik ist geschlossen hier und wegen der Corona-Krise, du kommst ab und zu vorbei, aber die fehlen mir alle richtig. Ja. Ja. Also es ist also ein super, super Team, was du hier zur Verfügung hast, die hier mit dir arbeiten. Ja, vielen Dank fürs Kompliment und vielen Dank fürs Interview. Ach, danke gerne.